Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit einer Paletten-Review und zwar sprechen wir heute über die Longing Palette von Blend Bunny Cosmetics. Die Longing Palette ist meine erste Palette dieser Marke. Ich habe Blend Bunny bisher noch nie ausprobiert. Da waren die letzten Paletten einfach nicht so ganz meins. Es war immer sehr viel Rainbow-lastig, viele sehr ähnlich fand ich. Und es gab zwar so ein, zwei, die ich ganz spannend fand, aber irgendwie so richtig gereizt hat es mich nicht. Aber bei der Longing war das jetzt anders. Ich mag das Motiv sehr gerne. Es ist mit so ein bisschen Glitzer, es ist matt und glänzend. Also das sieht ganz hübsch aus. So sieht die Palette von innen aus. Wir haben 24 Shades. Das ist für mich fast ein bisschen zu viel. Ich finde aber hier ist eigentlich ganz stimmig, weil die Shades sich doch ganz gut unterscheiden. Man hätte vielleicht tatsächlich, wenn man jetzt so diese beiden dunklen Töne hat, das ist ein sehr dunkles Braun, das ist eher so ein Schwarz. Oder auch hier diese sehr dunklen Töne, ich finde, dass die sich nicht so sehr unterscheiden. Zumindest hatte ich das Gefühl im Swatch und ich glaube auch, dass auf dem Auge die jetzt nicht so viel Unterschied machen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen variieren können oder ja, die vielleicht ein bisschen verkleinern können, noch die Palette. Aber was ich bei Blend Bunny immer ganz gern mag, ist, dass es immer diese Reihen gibt. Also, dass man mit einer Reihe einfach einen guten Look schminken kann, dass das irgendwie immer total stimmig in sich ist. Und ich finde die Color Story einfach super spannend. Also dieses kühle, aber trotzdem sehr vielfältige. Also wir haben lila, wir haben so ein gedecktes Grau-Blau, wir haben Türkistöne, wir haben Ocker, Khaki-Töne und dann auch noch so ein paar kühle Brauntöne. Also es ist, finde ich, sehr viel in der Palette drin. Man kann sehr viel damit machen. Und ich finde sie einfach sehr ansprechend so im Gesamten. Ich mag es ja, wenn Shades so ein bisschen farblich sortiert sind, wenn das irgendwie ja, von innen sehr durchdacht aussieht und sehr ordentlich. Das gefällt mir bei der Palette sehr gut. Es sind hauptsächlich matte Farben. Es gibt nur 6 Schimmertöne, der Rest ist matt. Finde ich per se nicht schlecht. Ich mag matte Lidschatten sehr, sehr gerne und finde es auch immer besser, wenn mehr matte als schimmernde Töne drinnen sind. Ich finde im Swatch, die Schimmertöne waren sehr, sehr schön, sehr weich und intensiv und sehr glitzerig. Die matten Töne sind sehr cremig, weich irgendwie, wenn man reingeht. Also die sind überhaupt nicht bröselig oder irgendwie trocken, sondern sehr feucht, habe ich schon fast den Eindruck. Das war im Swatch auf jeden Fall ganz spannend. Einen Augenlook habe ich auch schon geschminkt mit der Palette, den kann ich euch gerne mal hier einblenden. Da habe ich die lila Töne benutzt und damit bin ich sehr gut zurechtgekommen. Also da haben die matten Töne sehr gut funktioniert, ließen sich super ausblenden. Der Schimmerton war toll. Man hat ein bisschen Fallout gehabt, fand ich jetzt beim ersten Look. Mal sehen, wie es heute sein wird, jetzt wo ich darauf vorbereitet bin. Vielleicht arbeite ich da ein bisschen genauer und vorsichtiger. Gekauft habe ich die Palette bei Monolith. Dort bekommt ihr sie für 48,50 Euro. Finde ich einen total okayen Preis für so viele Shades. Es sind halt recht wenig Schimmertöne drin. Das sind ja eigentlich die Shades, die immer so ein bisschen den Preis hochtreiben. Deswegen vielleicht hätte es auch noch 1, 2 Euro günstiger sein können. Aber ja, finde ich völlig in Ordnung für so eine Palette. Ja, einen Look habe ich ja wie gesagt schon geschminkt. Heute ist der zweite dran und heute möchte ich mich eher mit der anderen Seite der Palette beschäftigen. Also eher mit den Tönen hier. Weiß nicht, ich will eigentlich so ein bisschen das Mint mit dem Khaki kombinieren. Ich weiß noch nicht genau wie und auch noch nicht, welchen Schimmerton ich benutzen will. Da finde ich nämlich sehr viele sehr spannend. Also ich finde den hier ganz toll. Das ist so ein bläulicher mit aber so goldenem Schimmer. Ich finde aber auch diesen grünen schön oder auch dieser Türkis ist richtig toll. Also mal schauen. Aber bevor ich jetzt noch weiter rumquatsche, würde ich sagen, wir fangen direkt an und ich hole euch näher ran. Wie immer müssen die Augen erstmal kurz geprimed werden. Ich nehme hier meine Urban Decay Primer Potion. Ich gehe jetzt zuerst in Star-Crossed. Das ist der helle Grünton. Auch sehr farbintensiv direkt auf dem Pinsel. Und den trage ich mir in den äußeren Augenwinkel, also hier so in die Lidfalte auf. Geht gut Farbe ab, lässt sich aber hier am Rand jetzt auch schön ausblenden. Ich gehe jetzt mal in Vogue, den türkisfarbenen Ton. Blende ich jetzt mit demselben Pinsel so ein bisschen nach innen in der Lidfalte. Ich gehe jetzt auch wieder in das Grün und jetzt gehe halt da über die Stellen immer so drüber, wo die beiden Farben sich treffen und schaue, dass ich das halt schön ineinander blende. Nehme dann an solchen Stellen auch immer noch mal gerne einen sauberen Pinsel. Jetzt gehe ich mit einem kleineren Blenderpinsel in dunklere Töne in den Nuancen. Das heißt, ich nehme
einmal Bittersweet, den Khaki-Ton, und bei dem Mintfarbenen nehme ich glaube, ich nehme Sorrow. Also ich bleibe jeweils in der gleichen Reihe. Oh, auch eine sehr schöne Farbe. Ein sehr, sehr schönes Grün. Hier kann man jetzt auch gern wieder mit einem kleinen sauberen Pinsel oder dann jetzt hier mit dem, wo die Reste von dem Grün dran sind, drüber gehen, einfach um das schön zu verblenden. Ich wechsle da immer wild zwischen meinen Pinseln hin und her. Ich glaube, ich will, dass Grün die dominante Farbe bleibt und das Mint wirklich nur so im Augeninnenwinkel da ein bisschen rauskommt. Deswegen nehme ich jetzt Bittersweet auch direkt, um ihn am unteren Wimpernkranz aufzutragen, und gehe hier dann mit dem Star Crossed, also dem hellen Grün, drunter, um das schön zu verblenden. Hier könnte es noch ein bisschen, das Dunkle ein bisschen mehr nach außen gehen, dass halt eine schönere Verbindung zwischen der unteren Wasserlinie und den oberen Lidschatten herrscht. Also dass das, deswegen, ich tupfe es hier noch mal ein bisschen auf, dass das so rund wirkt. Jetzt gehe ich in Sorrow, also den Petrolton, und den trage ich hier in die Lidfalte auf, also als Übergang, eben also vom Grün ausgehend, so wie ich es auch bei den beiden hellen Nuancen gemacht habe. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das eine schöne Farbkombination wird. Mal sehen. Also dieses Mint, finde ich, soll einfach nur so ganz leicht, so auch ein bisschen einen Tick von was anderem geben, ohne dass es jetzt so sehr im Fokus steht. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mit dem hellen drüber. Jetzt nehme ich nur einen noch dunkleren Ton, und zwar gehe ich jetzt aus derselben grünen Reihe in Unrequited. Das meine ich. Also wenn du bei Blend Bunny diese Reihen hast, damit ist es super easy, einen Look zu schminken. So nach dem Schema in etwa, wenn man jetzt wirklich nur eine Reihe nimmt. Was in die Lidfalte blenden, den hellsten Ton, und dann immer schön weiter abdunkeln und am Ende den Schimmerton aufs Lid, und fertig hast du einen Look. Und dann hast du hier halt 6 Möglichkeiten, super easy einen Look zu kreieren. Ohne dass man viel nachdenken muss, ne? Den trage ich, also diesen Unrequited, trage ich jetzt in den äußeren Augenwinkel auf. Und dann wird einfach geblendet, 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 bis alle Übergänge so aussehen, wie ich sie haben will. Ich nehme auch von dem Unrequited nochmal was und trage den auch nochmal unten am unteren Wimpernkranz ganz eng auf. Ich glaube, innen will ich gar nicht noch mehr abdunkeln mit einem dunkleren Petrol. Ich will das Dunkle eher so außen lassen, sehr smoky, und innen darf es ein bisschen heller sein. Ich mache jetzt so eine sehr klassische Half-Cut-Crease. Hier so in etwa. Ich finde es super schwierig, das so vor der Kamera zu einer schönen Form zu machen, aber so in etwa wird es gleich aussehen. Ich bin nicht ganz happy mit der Symmetrie. Ich habe jetzt echt eine Zeit lang versucht, das irgendwie auszugleichen, aber ich lasse es jetzt so, das passt schon. Ich habe auch schon auf die Cut-Crease-Stelle sozusagen ein Lidschattenbase, eine Glitterbase aufgetragen, weil ich jetzt an die Schimmertöne rangehen möchte. Und zwar fange ich an mit dem grünen Remorse. Das ist der hier. Und den trage ich hier im Außenwinkel auf. Ich presse den Lidschatten jetzt auch mehr aufs Lid und auf die Base und versuche nicht so viel zu streichen, eben weil ich beim letzten Mal ganz gut Fallout hatte. Und den trage ich jetzt bis ungefähr da auf, wo ich bei den matten Tönen auch den Übergang zum Petrol hatte. Ich glaube, ich gehe ganz bisschen in If Only, diesen Türkis, den trage ich ganz bisschen auf, und dann nach innen gehe ich in When It Rains, in diesen Blau mit goldenem Schimmer. Also erstmal in das Türkis und das so ein bisschen als Übergangsfarbe einfach mal benutzen. Aber hier merke ich jetzt auch gleich, wo ich jetzt nicht mehr so krass tupfe, ist auch direkt was runtergebröckelt und mein Gesicht glitzert. Also das, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also würde ich da eher empfehlen,
erst die Base den Augenlook zu machen und dann die Base. Und jetzt gehe ich in When It Rains, diesen helleren Blau mit Goldschimmer, und guck mal, wie der sich hier im Augen in den Winkel macht. Also eine sehr schöne Farbe. Ich überlege jetzt nur gerade, ob dieses Türkis dazwischen irgendwie nötig gewesen wäre, weil ich finde eigentlich, dass dieses Gold, was da drin ist, jetzt sehr schön mit dem Grün harmoniert. Das heißt, ich werde jetzt einfach schauen, dass ich When It Rains nochmal so ein bisschen da über das Türkis auch drüber ziehe. So ist auch. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das ist jetzt sehr, sehr schön. Weil trotzdem wird so ein bisschen dieses Bläulichere von dem Mint aufgegriffen, aber auch das Goldige von hinten von diesen Türkistönen. Also das finde ich sehr cool. Ich gehe jetzt in Starcrossed, also das helle Grün vom Anfang. Ich nehme den Grün als Inner Corner Highlight und jetzt nehme ich mir nochmal einen kleinen Blenderpinsel und gehe jetzt in Wow, also in das Mint. Und das hatte ich ja hier innen auch aufgetragen in der Lidfalte. Und blende den jetzt einfach nochmal so ein bisschen nach unten. Und schaue jetzt, dass ich diese beiden Töne ineinander blende. Also das Grün mit dem Mint, dass das da sich so der Kreis schließt. Ja, das ist dann jetzt erstmal, denke ich, der Lidschattenlook. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde diese Kombination aus dem Mint und dem Oliv doch jetzt besser, als ich anfangs gedacht habe. Ich werde jetzt hier und da vielleicht noch ein bisschen was korrigieren. Dann werde ich schauen, dass ich hier den Glitzerfleck aus meinem Gesicht wegkriege, was auf Lippen und Wangen machen, Wimpern und das Ganze drumherum. Und dann sehen wir uns gleich mit dem fertigen Look und meinem Fazit. So, das ist der fertige Look geworden. Ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich bin mal wieder absolut zufrieden. Ich erzähle euch jetzt kurz, was ich noch drauf gemacht habe. Ich habe hier einmal von Own's Eye aus der Solmane-Reihe ein G-Liner in der Farbe 006 auf die Wasserlinie aufgetragen. Als Lashes trage ich die Moon Lashes aus der Celestial-Kollektion von Gender X Beauty und Alicia Marie. Das sind Half-Lashes. Auf den Lippen habe ich einen Superstay Matte Ink Lipstick von Maybelline aufgetragen in der Farbe Hazelnut Hypnotizer. Und auf den Wangen ist es von Kaleidos der Blush in Joyride geworden, also was bräunlich-orangenes. Und oben drüber, ich weiß gar nicht, ob der Highlighter überhaupt auffällt, von Nui, der Highlighter in Cara. Ich habe mich für so eine orange-braune Kombination dazu entschieden. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen ein Tick zu viel ist an Farben im Gesicht, ob ich vielleicht ein bisschen neutraler hätte gehen sollen von den Lippen. Aber im Moment finde ich es noch ganz stimmig. Kommen wir zu meinem Fazit von der Longing Palette von Blend Bunny. Ich bin zufrieden. Also ich finde, sie ist eine tolle Palette mit einem tollen Farbschema, einer schönen Color Story. Ich mag es eben, dass man von lila zu blau, mint, grün, aber auch braun, also man kann da sehr, sehr viel machen, kann sehr viele verschiedene Sachen miteinander kombinieren, kann sehr hell und leicht so pastellige Looks machen, kann aber auch sehr dunkle, schwere Looks schminken, kann all matte bleiben, kann ein bisschen Schimmer dazu kombinieren. Also da finde ich die Color Story wirklich super. Von der Qualität hat mich die Palette auch überzeugt. Die matten Töne haben sich super schön aufbauen, verblenden lassen, ineinander blenden lassen, sind miteinander verschmolzen. Da hatte ich überhaupt keine Probleme, da ist bisher jetzt keine Farbe irgendwie fleckig geworden. Auch die lila Töne, mit denen ich beim Augenlook gearbeitet habe, haben super funktioniert. Lila gilt ja immer so als eine der schwierigeren Farben, aber da hatte ich gar keine Probleme. Schimmertöne super intensiv, super foliert und echt sparkly. Nur Fallout haben die jetzt bei mir gehabt und auch die dunklen matten Shades ein bisschen Fallout. Das ist so mein einziger Kritikpunkt, würde ich sagen. Aber wenn man das weiß, ist das jetzt auch nicht so dramatisch. Dann macht man halt erst die Augen und dann die Base. Aber ja, wenn ich was kritisieren müsste, dann das. Vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein paar Worte zum Look. Ich bin sehr happy damit. Ich finde, es ist ein ganz klassischer Augenlook geworden, also von der Form her. Sowas schminke ich ganz gerne mit außen dunkler, innen heller, dann eine Cut Crease, ein Schimmerton drauf und bumm, fertig ist der Look. Das mag ich einfach super gerne. Ich mag die Kombination jetzt aus dem Oliv und diesem Mint erstaunlich gern. Ich habe ja zwischendurch so ein bisschen mit mir gehadert, ob das jetzt so gut aussieht, aber ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde, die Half Lashes machen auch nochmal richtig was her, weil die so ein bisschen hinten das Dunkle noch betonen und vorne dann dieses helle Mint mit dem Schimmer noch mehr rauspoppen kann. Also ich mag es
Ich finde es sehr schön und ich hoffe, euch gefällt der Look auch. Verratet mir jetzt in den Kommentaren gerne mal, was ihr von der Palette haltet, ob ihr was von Blend Bunny in eurer Sammlung habt, wenn ja, welche Paletten und welche Farben euch denn aus dieser Palette hier am meisten zusagen, was ihr denn da kombiniert hättet miteinander. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video seht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!